I just feel very strongly that all children should be taught. Mehr königliches Drama als je zuvor ist ausgebrochen. Die Ehe von König Charles und Königin Camilla ist seit vielen Jahren umstritten. Allerdings scheinen die Spannungen hinter den Palasttüren eskaliert zu sein, wie jüngste Quellen berichten. In einer überraschenden Wendung der Ereignisse soll König Charles wütend geworden sein und Königin Camilla aus dem Palast verwiesen haben, indem er von ihr verlangte, ihren Ehering zurückzugeben. Glauben Sie, dass Camilla das verdient hat? Hinterlassen Sie unten einen Kommentar mit Ja oder Nein. Was genau hat sich abgespielt? Was ist der Grund für Charles' Wut? Halten Sie die Augen offen, wenn wir das herausfinden. Die angespannte Konfrontation zwischen König Charles und Königin Camilla. Zu diesem Zeitpunkt war im Palast schon seit Wochen nichts mehr los. Es lag eine Spannung in der Luft, die auch die Angestellten nicht übersehen konnten. Ordnung, Tradition und die Aufrechterhaltung eines sorgfältigen öffentlichen Bildes der Monarchie waren König Charles sein ganzes Leben lang wichtig. Die Königin des Vereinigten Königreichs hat Camilla, der Ehefrau von Prinz Charles, die Erlaubnis erteilt, den Titel eines königlichen Gemahls zu führen. Aber in letzter Zeit sind die Dinge nicht so gelaufen, wie er es erwartet hatte. Berichten zufolge eskalierten die Spannungen schließlich so sehr, dass sie auf eine Weise explodierten, die niemand vorhergesehen hatte. Im Mittelpunkt des Geschehens stand Königin Camilla. Sie war häufiger als sonst ins Rampenlicht getreten, hatte Reden gehalten, war allein aufgetreten und hatte sogar ohne das vorgeschriebene Verfahren mit den Medien gesprochen. Für die breite Bevölkerung mag es zunächst kein großes Problem gewesen sein, aber innerhalb des Palastes sahen die Dinge anders aus. Die Tradition ist nicht der einzige Aspekt der Monarchie. Das Problem ist hier die Kontrolle. Außerdem wird alles sorgfältig geplant, einschließlich der Sprachmuster und Selbstdarstellungen der Mitglieder. Berichten zufolge war die königliche Familie schockiert, als Camilla ein Interview gab, ohne vorher die Erlaubnis des Palastes einzuholen. Aber jetzt kommt der unerwartetste Teil. Sie hat in diesem Interview offen und ehrlich über ihre Rolle in der Monarchie gesprochen und sogar Andeutungen über die Zukunft gemacht, die hinter verschlossenen Türen nicht in Betracht gezogen worden wären. Nicht nur die Dinge, die sie sagte, sondern auch die Art und Weise, wie sie ausdrückte, waren wichtig. Während des gesamten Gesprächs machte Camilla selbstbewusste und vielleicht rebellische Aussagen. Sie machten auch deutlich, dass sie sich nicht damit zufrieden geben würde, immer im Hintergrund zu bleiben. Nach Aussage der Anwesenden änderte sich in diesem Moment alles. Karl, der König, geriet in helle Aufregung. Er hatte Jahre damit verbracht, sich auf den Thron vorzubereiten, Skandale zu bewältigen, das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen und zu versuchen, die Monarchie zu modernisieren und gleichzeitig ihre Bräuche zu bewahren. Und nun schien es, als ob seine eigene Frau gegen dieselbe Institution kämpfte, für deren Errichtung er so hart gearbeitet hatte. Außerdem stand Charles in einem seltenen Moment deutlich sichtbaren Zorns auf und forderte Camilla auf, das Schloss sofort zu verlassen. Er fragte sofort, ob das Interview möglich sei. Neben der Intensität seiner Stimme war auch sein Tonfall von Ungeduld geprägt. Er fragte sich, warum sie sich nicht mit ihm oder dem Palast in Verbindung gesetzt hatte, bevor sie solch dreiste Anschuldigungen erhob. Gleichzeitig wollte er wissen, warum sie plötzlich zu einem unabhängigeren Stil übergegangen war. Selbst Camilla, die für ihren kühlen Kopf bekannt ist, weigerte sich, nachzugeben. Sie weigerte sich, ihre Meinung zu ändern und blieb bei ihrer Entscheidung, da sie als Gemahlin der Königin nicht still sein musste. Sie beteuerte, dass sie in dieser Angelegenheit eine Rolle zu spielen habe und nicht nur hinter ihm stehe. Aber das war nicht das, was Charles zu tun gedachte. Es gehe um mehr als ein Interview, sagte er. Loyalität, Vertrauen und die öffentliche Wahrnehmung der Monarchie standen auf dem Spiel. Unerwartet erhitzte sich der Streit. Doch der sonst so kontrollierte und beherrschte Karl fühlte sich auf einmal frustriert und machtlos. Seine Stimme wurde immer lauter
und hallte über die Mauern des Palastes wider. Seine Wangen wurden rot. Die Bediensteten außerhalb des Raumes rührten sich nicht. Einige von ihnen arbeiteten schon seit Jahrzehnten dort und hatten ihn noch nie so gesehen. Danach geschah jedoch etwas, das alle fassungslos machte. In der Hitze des Gefechts soll Charles etwas getan haben, was niemand von ihm erwartet hatte. Auf seinen Wunsch hin musste Camilla ihm ihren Verlobungsring geben. In diesem Punkt ist die königliche Familie ausgezeichnet. Da Camilla den riesigen Diamanten an ihrem Finger trug, war es klar, dass sie ihn auch trug. Dies war definitiv kein gewöhnlicher Ring. Irgendwann einmal hatte seine geliebte Großmutter, die Königinmutter, dieses Stück königlicher Geschichte geerbt. Im Laufe der Jahre hatte er ihre Liebe symbolisiert, ihre Kämpfe und alles, was sie durchgemacht hatten, um zusammen zu sein. Ein paar Sekunden lang war Camilla still und schweigsam. Sie tat nichts, außer ihn anzustarren, als versuche sie zu verstehen, was er gerade gesagt hatte. Als alles vorbei war, zog sie den Ring mit der ihr eigenen Würde behutsam von ihrem Finger. Sie verzichtete auf eine Aussprache. Es gab keine Appelle von ihr. Sie versuchte, sich zu erklären, scheiterte aber. Stattdessen legte sie den Ring einfach auf einen der Tische in der Nähe, drehte sich um und machte sich bereit, zu gehen. Auf Schloss Windsor herrschte an diesem Abend eine chaotische Atmosphäre. Niemand hatte mit diesem Ereignis gerechnet. Camilla hatte Charles die ganze Zeit über begleitet. Und nun, da alles erledigt war, packte sie ihre Sachen. Ihre Mitarbeiter arbeiteten schnell und trugen nur die nötigsten Dinge zusammen. Es gab keinen Zeitrahmen für Diskussionen. Es ist keine Zeit, Fragen zu stellen. Sie hatten zu viel Gewicht zu dieser Zeit. Einigen Besatzungsmitgliedern fiel es schwer, ihre Tränen zu unterdrücken, als sie versuchten, sich einen Reim auf das zu machen, was sie gesehen hatten. Camilla traf die Entscheidung, Schloss Windsor noch am selben Abend zu verlassen, anstatt bis zum Morgen zu warten. Und als ein königliches Auto vor der Geheimtür des Gebäudes vorfuhr, war Camilla bereits bereit. Berichten zufolge wurde Camilla nur von ihrer treuesten Hofdame und einem Sicherheitsbeamten begleitet, als sie das Schloss an diesem Abend in einem königlichen Auto verließ. Angeblich haben Sicherheitskameras den Clip aufgezeichnet. Es gab weder Abschiedsreden noch eine überwältigende Verabschiedung. Das Einzige, was sie tat, war, in den Wagen zu steigen, und dann verschwand der Wagen ohne ein Wort in der Nacht, um genau zu diesem Zeitpunkt auf die Westterrasse des Buckingham Palace zu fahren. Karl verbrachte den ganzen Tag in seinen Gemächern im Palast. Niemand wagte es, sich ihm zu nähern. Als der Tag anbrach, befand sich die königliche Familie in einer regelrechten Katastrophe. Sofort wurden hochrangige Berater einberufen, Dringlichkeitssitzungen anberaumt und die Schadensbegrenzung zur obersten Priorität erklärt. Es war nicht nur ein Streit zwischen zwei Menschen, sondern auch eine Katastrophe für die Öffentlichkeitsarbeit. Es war das erste Mal, dass die Monarchie gründlich unter die Lupe genommen wurde. Die Grundpfeiler, auf denen dieser Skandal beruhte, drohen nun zusammenzubrechen. Prinz William und Prinzessin Catherine wurden bald benachrichtigt. Sie standen unter Schock, als sie die Nachricht erhielten. Vor allem Wilhelm litt sehr unter seiner Angst. Er hatte immer gewusst, dass die Last der Krone auf den Schultern seines Vaters ruhte. Aber das war nicht der Fall. Dies war eine persönliche Angelegenheit. Als all dies geschah, hatten die Medien bereits begonnen, eine Reihe von Fragen zu stellen. Camilla sollte an Terminen teilnehmen, die jedoch nie stattfanden. Berichten zufolge herrschten im Palast Spannungen. Die Gerüchte waren im Umlauf. Die Antworten wurden von der Presse mit Spannung erwartet. Da der Palast keine andere Wahl hatte, musste er sofort nach Möglichkeiten suchen, um ein Zeichen zu setzen. Gleichzeitig schwebte eine einzige Frage über all dem, was sich hinter den verschlossenen Türen abspielte. Handelt es sich hier um eine strittige Angelegenheit? Oder bedeutet dies das Ende der Romanze zwischen König Charles und Königin Camilla? Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, wenn wir mehr über dieses Thema erfahren. Der Weg zur Queen Consort. Die Rückkehr zum ersten Schritt ist wichtig.
um die Bedeutung dieser Fragen zu verstehen. Die Auseinandersetzungen, die sich hinter den Mauern des Palastes abspielten. Camilla war nicht in der Lage, Charles als Ehefrau zur Seite zu stehen, geschweige denn als königliche Gemahlin, bis sie den Widerstand der Bevölkerung überwunden und die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen getroffen hatte. Die Liebesgeschichte zwischen diesen beiden war alles andere als einfach. Camilla war schon sehr lange in Charles' Leben, bevor sie ihn heiratete. Nun stand er der Frau gegenüber, die er so lange geliebt hatte. Di, die er verloren hatte. Und es war diejenige, für die er so hart gekämpft hatte. Selbst wenn jeder auf der Welt sie sieht und über sie urteilt. Es gibt jedoch nur einen Gegenstand, der mehr als alles andere ihre wahre Stellung an seiner Seite symbolisiert, auch nachdem sie ihre Liebe öffentlich gemacht haben und sie in die Welt des Königtums eingetreten ist. Außerdem wurde der Ring bei der Hochzeit getragen. Dieser Ring war mehr als nur ein Schmuckstück. Es wurde stillschweigend kommuniziert, dass sie nicht mehr als fremd angesehen wird. Was früher die Monarchie gestört hat, ist heute kein Thema mehr. Dies war das Emblem der Legitimität. Doch das hatte seinen Preis. Allerdings war die Öffentlichkeit Ende der 1990 Jahre noch nicht bereit, Camilla zu umarmen, als ihre Beziehung noch ein sehr heikles Thema war. Außerdem waren die Wunden der gescheiterten Ehe von Charles und Diana noch sehr präsent. Camilla wurde die Rolle der anderen Frau zugedacht. Sie war diejenige, die die Ehe, die für Millionen von Menschen ein Traum war, zum Scheitern brachte. Menschen aus der ganzen Welt haben Diana lieben gelernt. Ihr Einfluss blieb auch nach ihrem Tod noch bemerkenswert. Viele Menschen waren der Meinung, dass Camilla es nicht wert war, ein Mitglied der königlichen Familie zu sein, geschweige denn ein Teil von Charles' Leben zu sein. Charles hingegen sah die Dinge anders. Lange Zeit, lange bevor er Diana heiratete, betrachtete er Camilla als seine wahre Liebe. Obwohl er sie sehr liebte, führte die Situation dazu, dass sich ihre Wege trennten. In der Welt der Monarchie wurde die Zuneigung oft der Pflicht untergeordnet. Zu bedenken ist auch, dass Camilla in den 1970er Jahren nicht als geeignete Ehefrau für den künftigen König angesehen wurde. Obwohl sie aus einer aristokratischen Familie stammte, fehlte ihr das perfekte königliche Image, das die Monarchie anstrebte. Mit anderen Worten, Charles hatte Diana geheiratet. Außerdem hatte Camilla Andrew Parker Bowles geheiratet. Obwohl sich ihre Wege getrennt hatten, blieben ihre Gefühle füreinander stark. Außerdem war ihre Affäre in bestimmten Kreisen bereits ein bekanntes Geheimnis, als der Rest der Welt davon erfuhr. Dianas berühmtes Interview, in dem sie behauptete, wir waren zu dritt in dieser Ehe, also war es ein bisschen eng, trug jedoch nur dazu bei, die öffentliche Feindseligkeit gegenüber Camilla zu verstärken. Trotz der Feindseligkeit, die ihm entgegenschlug, war Charles nicht bereit, sie gehen zu lassen. Als die beiden Ende der 1990er Jahre versuchten, ihre Romanze wieder aufleben zu lassen, war das kein einfaches Unterfangen. Die Medien verfolgten Camilla unablässig, verfolgten jeden ihrer Schritte und untersuchten jede Entscheidung von Charles, die sich auf ihre Beziehung auswirkte. Mehrere Jahre lang war sie gezwungen, sich aus dem Rampenlicht herauszuhalten, öffentlichen Veranstaltungen fernzubleiben und sich zurückzuhalten, um weitere Skandale zu vermeiden. Schon beim Betreten des Palastes wurde sie nicht gerade herzlich begrüßt. Zu allem Überfluss wurde Sir Michael Pitt im Jahr 2002 zum Privatsekretär von Charles ernannt. Eine seiner wichtigsten Aufgaben war es, eine physische Barriere zwischen Charles und Camilla zu schaffen. Außerdem war es nie ein Geheimnis, dass die Königin sich in der Beziehung zwischen Charles und Camilla nicht wohlfühlte, und sie machte deutlich, dass sie die Beziehung der beiden missbilligte. Viele Angestellte des Buckingham-Palastes betrachteten Camilla als eine Last. Sie erinnerte an die Vergangenheit, an Skandal, an nicht verheilte Wunden, an alles. Doch Charles wollte sich nicht einkesseln lassen. Er hatte Camilla schon einmal verloren, und er war entschlossen, dies nicht noch einmal zuzulassen. Folglich änderte Pitt seine Vorgehensweise, als er erkannte,
dass sie nicht getrennt werden konnten. Er versuchte, ihre Beziehung für beide akzeptabel zu machen, anstatt sie zu beenden. Dazu musste sie die Unterstützung mächtiger Personen wie der Königin, von Regierungsvertretern, religiösen Autoritäten und vor allem der britischen Öffentlichkeit gewinnen. Um zu verhindern, dass Camilla weitere Kritik provoziert, war es wichtig, sie schrittweise in das königliche Leben einzuführen, um sicherzustellen, dass die Menschen ihre Anwesenheit zum Zeitpunkt der Heirat besser akzeptieren würden. War es wichtig, vorsichtig und überlegt vorzugehen. Es war jedoch nicht leicht, die Zustimmung der Königin zu erhalten. Die Königin war Camilla gegenüber immer in Opposition geblieben und hatte sich oft geweigert, sie bei öffentlichen Veranstaltungen anzuerkennen. 1998 nahm sie an einer Party teil, bei der Camilla anwesend war, aber sie versuchte nicht, mit ihr zu sprechen. Stattdessen schickte sie SMS, in denen sie ihr Zögern ausdrückte, die Einladung anzunehmen. Charles ist jedoch über die Jahre hinweg konstant geblieben. Die Königin sah sich schließlich gezwungen, Camillas Anwesenheit anzuerkennen, als Charles deutlich machte, dass sie bleiben würde. Die Tatsache, dass die beiden zusammen sind, hat sie 2005 nur widerwillig akzeptiert. Sie war jedoch vorsichtig, wie sie ihre Unterstützung vermittelte. Sie zog es vor, später eine Feier zu veranstalten, um ihre Gäste zu unterhalten, anstatt an der standesamtlichen Trauung teilzunehmen. Dies war keine glühende und enthusiastische Unterstützung des Konzepts, sondern eher eine stille Anerkennung. Auch wenn die Königin Camilla, wenn auch widerstrebend, ihren Segen gab, blieb der Weg zur Akzeptanz schwierig. Die Medien beschäftigten sich häufig mit ihr, verglichen sie mit Diana und stellten ihre Eignung für Charles' Gesellschaft in Frage. Meinungsumfragen zeigten, dass ein großer Teil der Bevölkerung sie immer noch als umstrittene Figur ansah. Außerdem waren viele Menschen der Meinung, dass Charles niemals die Erlaubnis erhalten sollte, sie zu heiraten. Charles und Camilla hielten trotz all dieser Ereignisse zusammen. Schließlich machte Charles den Vorschlag, während er sein schottisches Haus in Birkhall über die Neujahrsferien besuchte. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden bereits seit mehreren Jahren zusammen in der Öffentlichkeit gesehen worden, und der Palast hatte die Szene für ihr Treffen sorgfältig vorbereitet. Die Bekanntgabe der Verlobung erfolgte im Februar 2005. Und obwohl sie nicht völlig unerwartet kam, war sie dennoch ein bedeutendes Ereignis. Ihre Verlobung war das Ergebnis von mehr als nur ihrer Liebe. Die Symbolik war das Thema. Die Übergabe des Rings erfolgte zu diesem Zeitpunkt. Aber der Ring, den Charles Camilla schenkte, war nicht irgendein Ring. Die Königinmutter, die von vielen als eines der am meisten bewunderten und respektierten Mitglieder der königlichen Familie angesehen wird, hatte es besessen. Bei dem Design handelte es sich um ein Art-Deco-Stück aus den 1930er Jahren mit einem Diamanten im Quadratschliff, der von mehreren kleineren Diamanten von beträchtlicher Größe umgeben war. Indem Charles Camilla diesen Ring schenkte, machte er ihr nicht nur einen Heiratsantrag, sondern verkündete auch unmissverständlich, dass sie nun Teil der königlichen Familie ist. Die Reporter waren begierig, Einzelheiten zu erfahren. Ihre Neugierde veranlasste sie zu der Frage, ob es eine bedeutende romantische Geste gegeben habe, ob Charles Camilla einen Antrag gemacht habe und wie sie darauf reagiert habe. Camilla, die sich nie gerne in den Mittelpunkt stellt, ließ ihre Antworten jedoch im Dunkeln. Sie lächelte, wich dem Thema aus und ließ den Ring an ihrem Finger für sich sprechen. Auf dem Weg zu ihrer Hochzeit gab es einige Herausforderungen. Aufgrund der Verschiebung der Beerdigung von Papst Johannes Paul II. Wurde die Veranstaltung vom Schloss Windsor in die Guildhall verlegt, die einen bescheideneren Rahmen bot. Die Anhänger der königlichen Familie waren geteilter Meinung. Einige waren der Meinung, dass Charles niemals hätte wieder heiraten dürfen. Andere sahen darin eine längst überfällige Entscheidung. Das Datum der Hochzeit von Charles und Camilla war der 9. April 2005. Und es gab keine pompösen oder kunstvollen Darbietungen,
der königlichen Traditionen, auch keine großen Prozessionen. Es folgte eine ruhige und höfliche Zeremonie und anschließend eine Segnung in der St. George Chapel, Georgskapelle. Camilla schien an dem Tag, an dem sie die Welt betrat, nervös zu sein, als ob sie die Bedeutung dessen, was sie vorhatte, verstanden hätte. Anstatt in eine Fantasiewelt einzutreten, betrat sie nun eine Realität, nach der sie jahrelang gestrebt hatte. Aber als sie mit dem Ring am Finger hinter Charles stand, war es ganz klar. Ihre Anwesenheit allein war nicht mehr ausreichend. Er war mit einer Dame verheiratet. Camillas Bindung an den Ring ist mehr als nur Liebe. Mit anderen Worten, er war der Beweis dafür, dass sie jahrelange Zweifel, Kritik und Widerstände überwunden hatte. Er war das deutlichste Zeichen dafür, dass sie ihre Mission erfüllt hatte. Es ging also nicht nur um die Edelsteine, als Charles Jahre später zu ihr kam und sie bat, den Ring zurückzugeben. Es ging vor allem um das, was er repräsentierte. Die Ernsthaftigkeit ihres Streits war nicht die einzige Frage, die es zu klären galt. Die Frage war, ob Charles bereit war, das Einzige zurückzunehmen, das ihre Ehe legitim gemacht hatte. Aber das ist der interessanteste Teil. Skandale und die Zukunft von Königin Camilla. Die Kritik an Camilla setzte sich auch nach ihrer Erhebung in den Rang eines Königinnengemahls fort. Obwohl der Palast alles in seiner Macht Stehende tat, um ihren Ruf zu schützen, war es schwierig zu verhindern, dass man über sie sprach. Die Frage, ob sie ein rechtmäßiges Mitglied der königlichen Familie war oder nicht, war lange Zeit ein Diskussionsthema. Die Kritik wurde noch dadurch verstärkt, dass sie den höchsten Rang erlangt hatte, den eine Königin zu dieser Zeit haben konnte. Es war ihre Beziehung zu König Charles, die über mehrere Jahrzehnte hinweg das Interesse der Öffentlichkeit auf sich gezogen hatte. Und obwohl Prinz Charles und Prinzessin Diana seit 2005 verheiratet waren, sahen viele Menschen sie weiterhin als die andere Frau in der Geschichte des Paares, solange sie zusammen waren. Obwohl einige Menschen ihre Zustimmung dazu gaben, dass sie die Ehefrau von Charles wurde, gab es andere, die der Meinung waren, dass man sie nie wieder in eine so prominente Position hätte bringen dürfen. Mit dem Aufkommen neuer Skandale wurde diese Spaltung noch viel deutlicher, zumal die Mitglieder der königlichen Familie selbst in die Kontroverse verwickelt waren. Prinz Harry war die Quelle einer der wichtigsten Meinungsverschiedenheiten, die Camilla während ihrer Amtszeit zu lösen hatte. Seine Beziehung zur königlichen Familie war im Laufe der Jahre turbulent gewesen, aber sie erreichte 2023 einen neuen Höhepunkt, als er sein Buch mit dem Titel Spare veröffentlichte. Obwohl das Buch auf Camillas Probleme mit den Medien, den Tod seiner Mutter und seine Beziehung zu seinem Bruder William Bezug nahm, wurde eine der überraschendsten Anschuldigungen insbesondere gegen Camilla erhoben. Obwohl es diese Themen daran berührte, konzentrierte sich das Buch in erster Linie auf ihre Beziehung und enthüllte eine Menge sehr sensibler Informationen über sein Leben. In dem Buch behauptet Harry, dass Camilla hinter den Kulissen gearbeitet hat, um ihr öffentliches Image zu verbessern, auch wenn das bedeutete, dass sie dafür andere Menschen opfern musste. Auf der Grundlage ihrer Interaktionen mit den Medien bezeichnete er sie als potenziell gefährliche Person und beschuldigte sie, Material an die Medien weiterzugeben, um ihr Image zu fördern. Er behauptete, sie habe sich in die königliche Familie hineinmanövriert, indem sie die Geschichte so darstellte, dass sie als liebende und gehorsame Ehefrau angesehen wurde und nicht als die Frau, die im Mittelpunkt der Kontroverse um die Ehe von Charles und Diana stand. Er erklärte, sie habe dies getan, um Zugang zur königlichen Familie zu erhalten. Diese Anschuldigungen lösten in der Monarchie eine Welle des Schocks aus. Nachdem er diese Anschuldigungen direkt von Dianas Sohn gehört hatte, bekam das Problem eine neue Brisanz. Obwohl die Öffentlichkeit schon seit geraumer Zeit über Camillas Einfluss spekuliert hatte. Einige Leute hatten den Eindruck, dass Harry lediglich eine persönliche Rechnung begleichen wollte, während viele andere neugierig waren, ob das, was er sagte, der Wahrheit entsprach oder nicht. Andererseits wurde behauptet,
dass das Buch Charles völlig ruiniert habe. Aufgrund des öffentlichen Angriffs, den er gegen Camilla verübt hatte, war es offensichtlich, dass seine Beziehung zu Harry angespannter war als je zuvor. Über mehrere Jahre hinweg hatte er versucht, sich mit Harry zu versöhnen. Camilla hingegen hüllte sich in Schweigen. Ihre frühere Erfahrung hatte sie gelehrt, keine voreiligen Urteile zu fällen, wenn sie mit strittigen Fragen konfrontiert wurde, und dieses Mal machte sie keine Ausnahme. Es wurde auch berichtet, dass sie hinter den Kulissen ziemlich wütend war, so die Quellen. Sie war der Meinung, dass Harry zu weit gegangen sei und dass das Buch nur dazu beigetragen habe, die bereits bestehende Kluft zwischen ihm, Charles und dem Rest der Familie weiter zu verschärfen. Obwohl Harry sich von seinen Pflichten als Mitglied der königlichen Familie zurückgezogen hatte, wirkten seine Äußerungen weiter nach. Für Charles und Camilla war es aufgrund der gegen sie erhobenen Vorwürfe äußerst schwierig, ein einheitliches und seriöses Image zu schaffen. Aus diesem Grund stellten viele Menschen in Frage, ob sich Vater und Sohn jemals wieder versöhnen könnten oder nicht. Die Rivalität mit Harry war schon immer eine Quelle der Spannung. Aber die Krönung von Camilla und Charles im Mai 2023 hat die Situation noch dramatischer gemacht. Das Ereignis sollte ein monumentales Ereignis sein, das den Beginn eines neuen Zeitalters markieren würde. Und es sollte eine Zeit der Zweisamkeit sein. Trotzdem schien es nicht nach Plan zu verlaufen. Es war jedoch sofort klar, dass nicht alle mit der Idee einverstanden waren, ihren neuen Job zum ersten Mal zu feiern. Obwohl Prinz Harry eintraf, blieb er nur wenige Stunden in London. Bevor er ein Flugzeug bestieg, um in die Vereinigten Staaten zurückzukehren, während Meghan beschloss, auch nach seiner Ankunft in Kalifornien zu bleiben. In Anbetracht der Geschwindigkeit, mit der er kam, war es offensichtlich, dass er nicht die Absicht hatte, an der wichtigen Veranstaltung teilzunehmen, die Camilla ausrichtete. Einige behaupteten, der Beweis dafür sei die Tatsache, dass die Wunden der Familie noch aktiv seien. Auf der anderen Seite gab es viele, die dies als Zeichen dafür interpretierten, dass er sich von Camillas Aufstieg zur Popularität distanzieren wollte. Währenddessen kursierten Gerüchte, Camilla habe versucht, ihrer eigenen Familie eine größere Rolle bei der Krönung zukommen zu lassen. Sie hatte dafür gesorgt, dass ihre Enkelkinder aktiver waren als einige der älteren Royals. Wie einige Journalisten berichteten, obwohl sie für ihr Engagement besonders gelobt wurden. Ihre Enkelkinder wurden mit einer besonderen Auszeichnung geehrt. Berichten zufolge fühlten sich Prinz William und Catherine dadurch beunruhigt, weil sie der Meinung waren, dass Camilla die Situation übermäßig stark kontrollierte. Die Monarchie wurde in eine gemischte Familie umgewandelt, in der Camillas Verwandten mehr Bedeutung beigemessen wurde, als dies in der Vergangenheit der Fall gewesen wäre. Dies wurde von einer Reihe von Gegnern kritisiert, die behaupteten, Camilla versuche, die Monarchie zu verändern, um ihre persönlichen Interessen durchzusetzen. Zum zweiten Mal lehnte es der Palast ab, sich zu dieser Angelegenheit zu äußern, obwohl diese Kritik besonders heftig ausfiel. Ein weiteres wichtiges Thema im Zusammenhang mit der Krönung war die unerwartete Änderung von Camillas Titel, die kurz vor dem Ereignis erfolgte. Sie wird nach der Krönung von Charles als Prinzessin-Konsort anerkannt werden, wie es in der förmlichen Proklamation hieß, die bei ihrer Heirat mit Charlotte im Jahr 2005 herausgegeben wurde. Dies bezog sich auf die stattfindende Hochzeit. Diese Entscheidung war sorgfältig geprüft worden, um die Gefühle der Bevölkerung zu respektieren und diejenigen nicht zu kränken, die das Andenken an Prinzessin Diana noch immer hochhalten. Im Vorfeld der Krönung entfernte der Palast jedoch stillschweigend den Titel Consort aus ihrem Titel und nannte sie stattdessen offen als Königin Camilla mit diesem Titel. Diese Änderung verärgerte viele Menschen, da sie darin einen Verstoß gegen die erste Vereinbarung sahen. Unabhängig davon, was die breite Öffentlichkeit glaubte, interpretierte eine beträchtliche Anzahl von Diana-Fans dies als Beweis dafür, dass Camilla schon immer Königin werden wollte. Einige königliche Fachleute behaupteten sogar, dass Charles zu dieser Entscheidung gezwungen worden sei, obwohl er sich nie öffentlich zu diesem Thema geäußert hatte.
Ein weiterer Faktor, der zur Eskalation der Spannungen zwischen Charles und seinen Söhnen beitrug, war die Veränderung. Berichten zufolge akzeptierte William dies als Teil seiner königlichen Pflichten. Harry jedoch interpretierte es als weiteren Beweis dafür, dass Camilla den Lauf der Geschichte erfolgreich zu ihren Gunsten verändert hatte. Er verstand, dass es sich um mehr als nur eine Änderung seines Namens handelte. Da Camilla ihre Autorität in dieser Angelegenheit bereits unter Beweis gestellt hatte, war es mehr als klar, dass niemand etwas tun konnte, um die Umstände zu ändern. Während Camilla sich an ihr neues Amt gewöhnte, tauchte ein zweites Problem auf, das diesmal Mitglieder des königlichen Personals betraf. Es wurde behauptet, dass sie die treibende Kraft hinter einer bedeutenden Umstrukturierung im Buckingham Palast war, die schließlich zur Entlassung einer Reihe von Mitarbeitern führte, die schon seit geraumer Zeit im Palast tätig waren. Von Personen, die mit der Situation vertraut sind, wurde behauptet, dass Camilla sich mit Personen umgeben wollte, die sich ihr verpflichtet fühlten, um ihre Kontrolle über die Aktivitäten innerhalb des Palastes zu erhöhen. Angela Kelly, eine enge Freundin der Schauspielerin und frühere Garderobiere von Königin Elizabeth II, war eine der bekanntesten Personen, die von ihrem Amt zurücktraten. Zum Zeitpunkt ihres Todes wurde behauptet, dass Angela Kelly und Camilla nie miteinander auskamen und dass sie für sie oder das von der verstorbenen Königin hinterlassene Erbe sehr beschützt habe. Nach dem Tod von Königin Elizabeth wurde Kelly diskret aus ihrer Residenz in Windsor in ein viel kleineres Haus an einem anderen Ort verlegt. Viele glaubten, dass Camilla auf diese Weise zeigen wollte, dass sie jetzt das Sagen hat und sich nicht scheut, etwas zu verändern. Die königliche Familie sah sich mit einem weiteren Hindernis konfrontiert, das sie bis ins Mark erschütterte, als ob all dies nicht schon ausreichen würde, um sie zu überwältigen. Möglicherweise könnte das wiederhergestellt werden. Neben Alleen können auch Bäume und Hecken eine beträchtliche Menge an Kohlenstoff auffangen, wenn man sie ausschließlich als Hecke nutzt. Wie war der Gesundheitszustand von König Karl zu diesem Zeitpunkt? Anfang 2024 gab der Palast bekannt, dass bei Karl Krebs diagnostiziert worden war. Unmittelbar nach Bekanntwerden dieser Information hatten die Sorgen um die Zukunft der Monarchie rasch Vorrang vor den Angelegenheiten der königlichen Familie. Camilla musste zusätzliche königliche Aufgaben übernehmen, um Charles medizinisch versorgen zu können. Während viele Menschen dies als Gelegenheit sahen, zu zeigen, dass sie eine echte Königin ist, waren andere besorgt über die möglichen Auswirkungen, die dies auf die Stabilität der Monarchie haben könnte. Es besteht die Möglichkeit, dass Camillas Einfluss in dem Maße zunimmt, indem sich der Gesundheitszustand von Charles weiter verschlechtert, insbesondere für den Fall, dass William früher als erwartet die Verantwortung übernehmen muss. Camilla blieb während der ganzen Zeit an der Seite von Charles, so wie sie es schon viele Jahre vor diesem Übergang getan hatte. Trotzdem kursierten weiterhin Gerüchte über den tatsächlichen Zustand ihrer Ehe, selbst nachdem sie öffentlich ihre Zuneigung füreinander bekundet hatten. Viele Mitglieder der königlichen Familie waren der Meinung, dass Charles in dieser Zeit in hohem Maße auf Camilla angewiesen war, um emotionale Unterstützung zu erhalten. Dies war darauf zurückzuführen, dass Charles mit seiner Gesundheit und den Pflichten, die mit dem Königsein einhergehen, zu kämpfen hatte. Andere hingegen sind der Meinung, dass ihre Beziehung unter dem Stress ihrer Arbeit leidet und dass sich in dieser Zeit hinter den Kulissen Spannungen aufgebaut haben. Wird sie in der Lage sein, ihre Autorität zu bewahren? Oder werden die Herausforderungen, denen sie jetzt ausgesetzt ist, ihre Herrschaft als Königin beenden? Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit und abonnieren Sie uns, wenn Ihnen Royal Updates gefällt. Für unser nächstes Video über eine weitere unerwartete königliche Wendung klicken Sie hier. Du wirst nicht glauben, was als nächstes kommt.